Das erste ist der Nasser Al-Attiyah, dann gefolgt von Yazid. Good morning. How are you? Good luck. Have a good race. Ich habe heute auch zum ersten Mal meine Weste angezogen. Man sieht's, TV. Ich weiß nicht genau, wann ich die anziehen müsste, aber die haben wir normalerweise nicht an. Aber hier am Start habe ich jetzt gemerkt, das hilft, weil dann kommt man sicher einfacher und näher an die Fahrer ran und andere Leute stehen ein bisschen weniger vor der Kamera. Dann kommt der Mini. Dieses nicht mit Dieselmotor, sondern mit einem neuen Benzinmotor. Der Ex-Beifahrer von Nasser Al-Attiyah, der Mathieu Baumel, sitzt hier drin. Unglaublich groß, der Mini. Also in der Höhe, in der Breite, in der Länge, die Räder. Da ist nichts Mini, das ist eher Maxi. Gestern war auch der tschechische Präsident hier im Camp und hat die Teilnehmer aus Tschechien besucht, begrüßt, gratuliert. Das ist mal ein Zeichen, wie wichtig das ist im Land, wenn der Präsident an die Dakar reist. Hier das Auto, wo Dirk von Zitzewitz als Beifahrer agiert. Morning. Servus! Prolog vorbei. Endlich geht es wieder los mit Racing. Es hat so Spaß gemacht. Es waren zwar nur 29 Kilometer, aber ich finde, es war perfekt, wirklich um reinzukommen, um das Motorrad zu testen, um zu schauen, was wir jetzt noch adjustieren können, weil morgen sind dann schon direkt über 420 Kilometer oder so. Und von dem her war das wirklich perfekt. Ich habe keinen Fehler gehabt, keinen Sturz gehabt. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich können verbessern, aber es ist okay. Es ist nur der Prolog. Es sind 29 Kilometer von, keine Ahnung, 5.500. Also von dem her, ich bin zufrieden, ich bin da, habe ein gutes Gefühl auf dem Motorrad
Und ich freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht mit der Dakar. And also the front brake, it's like it's not working that well. So I think there is some air inside. Yeah, otherwise the bike is working really good. I'm confident. I had a lot of fun. I had no crashes, no almost crashes. So also in the turns, like the front suspension that we adjusted, like in the shakedown, it's much better. So I had a lot of fun and a good time. Hello. Hey. Tobias. Nice to Oh, meet the you. famous Spartan Ellison. Yeah, it's me. From Ellison training facility. A lot of fun out there, let's say. I met Yuri out there in the On stage? on the stage. I passed and was like, "Hey, buddy!" No, it was good. So cool that we are such a nice team and we all are good friends. It's very, very important. Good stuff. Mike, wie war das Rennen heute für dich? Prolog? Prolog lief gut, war überrascht, war sehr gut. Prolog ist für mich immer ganz wichtig, dass der gut anfängt, dass ich eine gute Ausgangsposition habe morgen am ersten Tag. Weil man zu weit hinten ist, dann ist man bei der schlechteren Fahrer und dann wird es schwierig wieder vorzukommen durch den Staub. Das heißt, Prolog ist immer so ein bisschen okay, ein bisschen mehr riskieren wie normal. Und ist gut gegangen, also habe mich gut gefühlt, Bike ist top, einwandfrei. Und jetzt noch alles ein bisschen nachziehen, Öl nachschauen und das war's dann. Hast du eine Routine, die du jeden Tag durchgehst? Ich habe eine Checkliste vorne an der Kiste, die kann ich euch mal zeigen. Wenn man die jetzt so sieht, habe ich quasi alles aufgeschrieben, was ich jeden Tag machen muss. Und auch zum Abkreuzen, Prolog, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und im Endeffekt, heute mache ich jetzt nicht ganz so viel, eigentlich nur die Schraube nachziehen, weil es war jetzt gesamt vielleicht 50 Kilometer. Das heißt einfach nur Routine-Check. So, neben Mike werden wir auch versuchen, einen sympathischen Italiener, den Manuel, während der Dakar zu verfolgen in der Malemoto-Kategorie. So, how was the race for you today? I was very tense, but yeah, luckily I got through the prologue, and now I'm a bit less tense, working on the bike, and tomorrow the real thing starts, so we will see. But you are happy with the result for today? I didn't even look at the result. My strategy is just to enjoy and try and have fun, because as long as I ride and have fun, then the rest doesn't really matter. And the bike is fine? Yeah. Bike is fine. It was the first time I rode it, so I need to make some adjustments for tomorrow. And yeah, but I'm happy, brand new bike, so I hope I won't have to work on it too much. Die Malemoto-Kategorie, wie sie früher geheißen hat, heute original bei Motul. Es ist kein Service erlaubt, die müssen alles selber machen, niemand darf das Bike anfassen. Auch sonst ist keine Unterstützung erlaubt und alles, was sie haben, ist diese Kiste. Daher heißen sie auch oft die Kistenfahrer. Mike, wie regelst du das mit diesen Handwärmern? Wie kommen die wieder ins Camp? Wir haben morgens am Start von der Stage immer so LKW, wo wir ja unsere Sache reinwerfen können. Das heißt, jeder hat eine Tasche dabei mit seiner Nummer drauf und man kann das ganze Zeug reinwerfen und die Tasche kommt abends wieder zurück ins Biwak. Und ja, morgens ist es extrem kalt. Man kann sich zwar nicht vorstellen in der Wüste, aber wir haben zum Teil jetzt nächste Woche, glaube ich, 0 Grad morgens. Das heißt, ja, auf dem Motorrad sehr kalt. In the
top 3 on the first day is a big thing. Everybody's going super fast. Everybody's healthy and strong. So yeah, it's gonna be a long Dakar. So we're just gonna keep our head on our shoulders, enjoy it, and make the most of it. Last year you second. This year? Yeah, you know, that's the one thing I'm missing is to win the Dakar. But it's the biggest and the hardest race in the world for a reason. So we just got to take it day by day, have fun, and see where we end up. Good luck. Thank you. What is your opinion on the new digital road? Is it a good step forward in terms of preparation, safety, and so on? Definitely, you know, I think this is the future. Obviously, we have a few small problems that we have to get rid of, but that comes with the territory. And you know, I think the guys at ERTF are working super hard to get it to the best possible software we can have. So yeah, I think it is the future. It's nice for us. We don't have to worry about any paper in the morning and making a mistake on our paper road books. But yeah, you know, the paper road book is special. I've got every single road book since I started rally, so it's a little bit different. I'm not going to have one from Dakar, but yeah, it is what it is. What are these little problems you have to solve with this? Yeah, you know, it's just the position of the road book is different from the paper road book. It reacts a little bit differently. You know, when we've been doing years and years of paper road book, your body gets used to a certain way of looking at the road book and reading it. And obviously the sun, the glare of the sun is a big thing. So we've kind of got the best we possibly can have now, and I'm just thankful. The ERTF guys are working closely with us and trying their best to fix as many things as we can and make it perfect. Thank you very much. Thank you guys. Für mich auch eine Premiere. Ich bin jetzt hier auf der Tribüne vom Podium, wo alle Fotografen sind, Fernsehen. Von hier wird das ins Fernsehen übertragen. On his very first Dakar, he is one of the most talented riders in China in terms of motocross. You can see the flag with pride, a former Chinese motocross champion. Now Xu is a 15-time national champion. Not only did he generate the titles, but he also got them. Merci, thank you. See you later, huh? See you. For me, Dakar number 11, we miss Argentina and my spectator in Argentina. And now we are in Saudi. Welcome to our country. Sure, our target to win this Dakar, that's most important for us. We are ready for it. Hope everything will go with us. A very high target. Sure, very high target to win Dakar, competitor with top driver from the world. Sure, not easy, but we are ready for it. You're more stronger after Desafío Ruta 40? Yeah, sure. Every month we are more stronger. We make a lot of race. We lead Dakar last year until the middle after technical problem in the car. Now we find the problem for issue for the car, and now the car ready, driver ready, co-driver ready. Time to win. Sorry, so one about this. A lot of tree today. We need to take some weight out to make the car light to more faster. Each year more people with the Dakar in Saudi. Yeah, sure. A lot of people now learn it, not like Argentina. Argentina, everybody understands. But now, step by step, the people understand a lot about Dakar. Good luck for the race. Thank you. Welcome to our country. Thank you. Endlich haben wir den Dirk wieder getroffen. Viele haben gefragt, jetzt habe ich ihn gefunden. Dirk, wie fühlt es sich an, wieder im Dakar-Auto zu sitzen? Es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Jetzt besser als heute Morgen. Also ich war noch sehr skeptisch, worauf ich mich eingelassen habe nach der langen Pause. Ich hatte das Thema eigentlich abgehakt, aber es hat jetzt Spaß gemacht und ich freue mich auf das, was kommt. Wie geht es generell deinem Rücken? Du hattest ja Schmerzen bei der letzten Dakar. Jetzt ist es wieder gut? Ich hatte mir den 12. Brustwirbel gebrochen, den haben sie mir zusammen zementiert, der ist jetzt stabiler als vorher, da muss also keine Angst haben. Aber wenn du fragst im Generellen, also geht es meinem Rücken nicht so gut, es ist schon so, dass ich täglich meine Probleme habe und viel Rücksicht auf den Rücken nehmen muss. Das Schöne ist aber, dass ich in diesem Sitz, wenn ich hier drin sitze, da bin ich so gut gehalten, da macht er mir bis jetzt zumindest kein Ärger. Aber im täglichen Leben ist das schon ein Kreuz mit dem Rücken. Der heutige Prolog, war das eher sandig oder ich habe gehört, es hat Bäume gehabt? Es hat zwar einige Büsche gehabt, also jetzt bestimmt ein paar hundert weniger, weil die Jungs überall drüber donnern. Es war aber, würde ich sagen, zur Hälfte eher sandig, dann ein bisschen hart, und dann kleine Abschnitte, die Geröll und Steine hatten. Aber es war eigentlich schön zu fahren. Es war nur sehr schnell. Da die Strecke auch markiert war, sind alle sehr hohe Risiken eingegangen. Da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten. Das Tempo, das die Spitze heute gefahren hat, das fährst du nicht über die Dakar-Strecke, keine Chance.
Gut, dann danke ich dir für die Zeit und ich wünsche euch beiden eine gute Dakar. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar Mal. Gerne. Frank und Frieder verlassen das Camp für den Prolog. Beide sind fast angeschnallt. Wie fühlt ihr euch? Aufgeregt. Jetzt geht's endlich los. Sehr schön. Frieder? Ja. Mal die Klarsichtbrille hier aufziehen. Aha. Er war gestern noch beim Friseur. Genau. Möchten wir erwähnen. Oh, und jetzt mit der Brille, ja. Und jetzt ist alles hier 3D und Umsicht perfekt. Ja. Und mit der kannst du gut navigieren, oder? Das ist die Navigationsbrille. Genau, 3D, die andere ist dann 2D. Aha, aha. Ja, das hilft. Hey, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Danke. Und wichtigste, nichts kaputt machen. Machen wir. Danke gut. dir. Nicht zu schnell am ersten Tag. Frank. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Bitte. Wir haben ja gestern in den Kommentaren einen Tipp bekommen, dass das nicht im Sand stehen soll. Habe ich gleich umgesetzt. Macht Sinn. Und es ist nicht meins, dann sollte es ein bisschen länger halten. Heute gibt es wieder frisches Brot. Ziel ist, wenn die zurückkommen, dass es was Schönes zu essen gibt. Markus, heute Prolog. Wie lief es bei euch? An sich gut, Auto ist heile, das ist das Wichtigste. Stefan und ich gut drauf, das ist das Zweitwichtigste. Und wir sind flüssig durchgefahren, alles gut gelaufen. In der Mitte hatten wir einen extrem steinigen Part, da hat es uns ordentlich durchgeschüttelt und da haben wir dann auch gemerkt, dass die T1 Plus halt in so einem Gelände doch deutlich schneller sind als wir. Heißt ergebnistechnisch relativ weit hinten, aber wie gesagt, das ist auch das, wo wir gar nicht so drauf achten. Lief erstmal gut und morgen geht es dann richtig los und wir freuen uns. Wie habt ihr euch mit der Navigation zurechtgefunden? Gut, Stefan der kam ja gestern erst an, genau gestern Morgen und somit heute quasi Kaltstart für ihn, hat er aber super gemacht. Natürlich kam uns auch ein bisschen zur Hilfe, wir sind heute schon als ziemlich letztes Fahrzeug gestartet, das heißt der Dreck war schon sehr ausgefahren, gut zu erkennen, trotzdem er war immer im Rautflug und hat toll funktioniert. Gibt es Anpassungen am Auto oder Schäden? Ja, Stefans Gurt wird noch mal ein bisschen verstellt. Schäden zum Glück keine, wir müssen mit dem Computer noch mal ran, die Ganganzeige funktioniert nicht. Oder nicht richtig, zeigt falsche Gänge an und ansonsten ist alles gut, also mehr oder weniger Scheiben putzen, sage ich mal. Was seid ihr für Geschwindigkeiten gefahren heute? Ganz ehrlich, ich habe nicht mal drauf geschaut. Ich schätze mal, dass es so vielleicht 130, 140 sowas unterwegs waren, könnte ich mir vorstellen. Habe ich keine Zeit gehabt zum Gucken. Irgend Anpassungen für morgen, Strategie oder einfach weiterfahren und fokussiert sein, oder? Genau, weiterfahren, fokussiert sein. Ein bisschen mehr den Rhythmus noch finden, das ist aber immer so auf den ersten Etappen ist man nicht ganz so drin, im Gegensatz zu den Profifahrern, die halt das ganze Jahr nichts anderes machen. Kommen wir aus dem Privatleben, aus der Arbeit hier an, müssen wir die ersten 2, 3 Etappen erst mal wieder richtig den Rhythmus finden und das ist eigentlich so das Ziel für morgen und dann passt die Sache. Was habt ihr für Temperaturen in dem Auto? Habt ihr Klimaanlage oder ist das ziemlich heiß? Wir haben Klimaanlage, sind heute aber ohne gefahren, also es ist jetzt hier nicht so extrem heiß, wir hatten relativ hohe Geschwindigkeiten, dann zieht auch der Wind schön durch. Wir können theoretisch auch die Klimaanlage anschalten, aber trotzdem, wenn es mal richtig heiß wird, wir in den Dünen unterwegs sind, da kommt vom Motor von überall die Hitze. Da kann es echt auch so mit Klimaanlage mal bis 45, 50 Grad vielleicht hochgehen. Aber die Klimaanlage gibt dann wenigstens so ein bisschen einen kalten Luftstrom, einen kalten Wind und es geht. Es ist auszuhalten, aber es ist nicht komfortabel, ja. Hey, ich wünsche euch morgen ganz viel Erfolg und wir sehen uns morgen Abend wieder. Danke, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Mittlerweile ist es 2:30. Auch die Classic-Autos sind am Start. Auch unsere Autos sind hier aufgereiht. Das Prozedere ist dasselbe. Hier im Camp ist der Vorstart und dann gibt es eine Überführungsetappe bis zum eigentlichen Start. Das ist auch der Grund, dass ihr die Leute oder die Fahrer und Beifahrer ohne Helm sieht, weil bis zum richtigen Start ist das keine Helmpflicht. Der Jörg ist da mit seiner schönen G-Klasse.
Grüß dich, Jörg. Hi. Wie geht's? So weit, so gut. Frag mich nachher mal, dann kann ich dir genau sagen. Es geht. Freust dich, dass es endlich losgeht, oder? Ja, das war jetzt doch Zeit. Wir haben echt viel Zeit, Camping, oder? Viel Camping gemacht in kalten Temperaturen und haben uns jetzt schon mal aufs Auto gefreut, dass wir mal ein bisschen fahren können. In welche Klasse fährst du? In der H1A, also in der langsamen Geschwindigkeitsklasse für die alten Autos, also Klasse A. Okay. Also, viel Erfolg wünsche ich euch. Danke. Und hinter der Ente kommt der Löwe. Genau, und das machen wir gleich so. Die Nummer für die Verlosung ist heute 721. 721 die Nummer, die ihr euch merken müsst für die Verlosung. Und heute habe ich Nasser noch getroffen und er hat auch 2 Plaketten unterschrieben. Das heißt, es läuft sehr gut. Da kommen wir gut voran mit spannenden Fahrern, die da unsere Plaketten unterschrieben haben. Viel Erfolg. Hallo Sven, das ist sehr nett. Nichts kaputt machen. Das werden wir versuchen, wie immer. Und wir schauen dann auf dem Podium. Dann stehe ich uns auf der Hände. Adi, du kommst zu Fuß. Ja, ich ziehe jetzt gemütlich meinen Anzug an, lasse den Ernst ein bisschen vorrollen. Und dann schauen wir nochmal wegen die Gurte, dass die Gurte passen. Und dann geht's los und dann tschakka und dann auf Nacht wieder mit dem Lächeln wieder im Camp. Und schauen wir, dass wir hoffentlich nur Luftfilter und so sauber machen müssen und alles checken. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass der Peugeot, dass der super läuft und dass alles gut ist. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank, Sven. I just give some advice to everybody. Okay. In the second regularity, don't take a risk if you lost time. Yeah. Okay, don't take a risk to take the time you lost. Okay, because this is really complicated, and you don't play for the overall classification. You play just for the start order of tomorrow. Okay, and between the 2 regularity, this is rocky. Sometimes it's trial, so slowly also you have a lot of time. Okay. And the prologue is not representative of the rally. Okay, when you exit the prologue, don't tell me, oh, I hope it will not be like this. No, I confirm you, it will not be like this. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Der sieht auch heftig aus. So sehen die Plaketten aus, die dann unterschrieben werden. Hier das Exemplar von Nasser. Und in diese Box werden die dann verstaut, damit die heil nach Hause kommen. Die kommen nicht mit dem Flugzeug oder mit dem Handgepäck oder mit dem normalen Gepäck nach Hause, sondern mit dem Auto dann im Februar.
Hier im Camp gibt es auch ein Spielzelt, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn die Fahrer unterwegs sind. Tischtennis. Computer Games. Pero ahora no marca bien, ahora no marca bien. Heute gibt es Barbecue. Meistens ist es ein bisschen zu lang drauf und schwarz. Also für mich gibt es heute vermutlich Chicken. Da muss ich mir was Besseres einfallen lassen, weil mit Frank sein war ich auch noch nicht fahren. Wie war's? Schön, schön. Mit leichten Startschwierigkeiten. Die Treibstoffpumpe haben nicht mehr funktioniert, beim vorigen Prolog schon. Aha. Dann hat uns Technosport Assistenz gemacht und wir haben vom Rücklicht den Plus genommen und auf die Pumpe umgepolt. Und so mussten wir das Licht einschalten, dass die Benzinpumpe läuft. Und so sind wir dann hingefahren, aber es hat einwandfrei geklappt. Also, gut. Es ist, Ich habe gehört, es hat tiefe Spuren gehabt. Wie war das für dich zu fahren? Nur Zweirad angetrieben? Gutes Auto. Gute Fahrer, oder? Ja, es hat gepasst. Es hat Spaß gemacht. Wir haben, weil wir in Zeitdruck waren, haben wir nicht mal die Luftdruck erniedrigt. Wir sind mit vollem Luftdruck durchgefahren und sind halt nicht stehen geblieben. Aber es hat gut gepasst. So. War, gell Adi? Hat Spaß gemacht. Das Auto geht gut. Ja. Also, läuft, wenn er läuft, dann läuft er. Also das Auto macht echt Spaß von der Leistung her, von der Getriebeabstufung und auch durch den Sand durch. Und da waren wir schon zufrieden. Gell? Das Fahrwerk passt auch soweit. Und jetzt haben wir halt das Problem mit der Elektrik, das müssen wir noch lösen. Und sonst bin ich heute mal ganz schön müde. Und heute zum Festtag haben wir gesagt, mein Beifahrer heißt jetzt nicht mehr Adi, sondern Lukas, König der Dunkelheit. Is there any damage to the car? Nope. No. I just had to cut. The idler arm stud was a little tall and was dragging on the chassis. I think because of the height of the suspension. So I cut 3 threads off of it and it cleared the frame. It was good to go. Excellent. Immer abends kommt der Wind zurück, auch heute. Es ist frisch hier im Bischa. Der Tag geht für uns zu Ende oder bald. Jetzt heißt es schneiden, uploaden, damit ihr das Video sehen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert bitte unseren Kanal, liked das Video und Fragen gerne in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei Time Out Racing.
Wir freuen uns auf euch. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.